Ich will aber guck mal, ich finde, das sieht... Sind das Hände? Ah, okay. Nee, okay. Dann wurde er nicht hier ermordet, sondern wahrscheinlich irgendwo da hinten. Und hat sich dann selber noch... Scheiße. Dann wurde er... Damn. Wenn da jetzt noch eine Leiche drin ist. Oh. Perlen? Ist das Klebeband? Ja. Zigaretten. A, B. A, B. And Beaumont. Nee. Glaube ich nicht. Das wäre zu offensichtlich. Also das sieht jetzt eher so aus, als würde das irgendjemand der Beaumont anhängen wollen. Vielleicht der Paul. Vielleicht ist er nicht... Er hat zwar diesen... Wie hieß er? Lindsay? Es ist ja... Nur weil er auf Lindsay steht, heißt es ja nicht, dass er schwul ist. Er kann ja auch bi sein. Maybe den Mann aus dem Weg schaffen. Den Mord der Anne anhängen. Letzte lebende Person im Leben von Marcella sein. Happy Ending. Who knows? Das wäre... Das wäre ja... Oh. Okay. Nee, das ist safe das Mordwerkzeug. Huch, ich würde sagen, bloß keine DNA da drauf. Schön meine Schuhe, schön meine Fußabdrücke. Poor Paul. Lindsay's death really hit him hard. He hasn't been in the best headspace. Ich sag dir, das war der. Montreal is much bigger than I expected. Big cities always make me feel lonely, and that feeling was only... Das Ich bin ehrlich. Ich weiß nicht, was genau das bedeutet. In meinem Kopf, mittlerweile, ich lese halt viel auf Englisch. Sobald ich den Satz gelesen habe, wird es in meinem Kopf Sinn machen. Aber ich weiß halt jetzt nicht, wie das auch ausgesprochen wird. Deswegen, ich überspringe es einfach. This morning by the fact that everyone around me was speaking a language I could not understand. I bought an English-French dictionary at the train station, but I don't think I need it after all. English speakers seem more common in the downtown area. Thank God. The hotel is nice. When I arrived, the whole staff was busy getting ready for some big event. It wasn't until I saw Marcella enter the lobby with a flower bouquet that I realized today is Valentine's Day. Hector and Hera were gone in a flash, and I was left feeling more alone than ever, wishing Lindsay was here with me. Helping Marcella out these past weeks had been a great distraction, but it still hurts so much every time I think about him. I had hoped the pain would have gone by now. I probably need a double dose of Milton to sleep tonight. So Paul just needed to pass the time while Marcella was away. That's why he was observing us. Today I wanted to follow Marcella and Hector out of the hotel, but the sidewalks were so packed with people that I started having a panic attack. I tried taking a cab, and that's when I realized I was all out of money. It's been a while since Marcella's last payment, and the hotel room was more expensive than I had anticipated. I couldn't resort to selling the camera, so I decided to pawn my victory medal instead. It was hard letting it go after so many years, and yet it also felt strangely liberating. Maybe it's a sign I shouldn't be holding on to the past so much. To fight boredom until Marcella and Hector return, I started looking at the hotel staff. I heard Andrew and Beth at the reception desk discussing books and movies. They both seemed like nice people. I wish I'd found the courage to join their conversation. When you look at people all day and they never look back, you start feeling invisible. I noticed that Sophie, the maid in charge of cleaning the first floor, seems to share my interest for people's lives. Maybe I should try talking to her. Paul was hiding out right here.
Did he ever find the person who was sneaking out at night? Who's sneaking out of the room every night? The question has been driving me crazy since my first night at the hotel, so tonight I decided to investigate. I found a hiding spot near the ice machine with a nice view of the whole corridor. My camera's at ready, but there's been no movement for at least 3 hours, and I'm fighting not to fall asleep. No need for Milton tonight. I thought being a detective would be more exciting. Maybe Marcella's right. Maybe it's time to let go of Mr. Spade. 9:45? So, Anne and Marcella met here this morning while I was busy cleaning room 504. I woke around 9:30 a.m. and realized I had fallen asleep sometime in the early morning. I was about to go back to my room when the guest room 507 came to sit on the chairs close by. She's been she's been there ever since, and I don't dare leave my hiding spot in front of her. Ich bin ehrlich, ne? Wenn er in der Ecke saß und saß auf den Stühlen, die gegenüber sind, ist das kein hiding spot. Marcella joined the guests from 509 around 9:55. Apparently, she told Hector she didn't love him anymore, and he's now convinced she's been cheating on him. That explains why she assaulted me out of the blue yesterday evening and accused me of having an That explains why he assaulted me out of the blue yesterday evening and accused me of having an affair with his wife. The guest from 507, I've learned her name is Anne, has just said she might have an idea on how to solve the problem. I'm thinking of revealing myself, but I don't want to anger Marcella. The longer I wait, the more awkward it will be when I do come out. Maybe I should. Okay. Okay, weil das ist ja ein Tagebuch, so mäßig, nur nicht so schön, dass er hier halt schreibt, I've learned her name is Anne, bedeutet, durch das Stalken wusste er nicht, dass die Charaktere aus den Büchern von Marcella sie und die Anne sind. Das heißt, meine allererste Theorie, die ich hatte, von wegen, ja, oh, ich bin hier so super Stalker-Creepy-Fan und liebe die Charaktere in dem Buch und will, dass sie halt ihr Happy Ending bekommen und kill halt den Husband dafür, schmeiße sie gerade komplett aus dem Fenster, weil es macht keinen Sinn. Oh, ich habe mir voll die Hand gestoßen am Mikrofon. Halleluja. Okay, weiter geht's. Looks like Paul had to stop writing in a hurry. What happened? I was listening to the radio at the time. Did the music drown out the noise? Oh, was mich jetzt interessieren würde, ob man. Das ist ja der erste Raum, den man halt aufräumt. Ob man da irgendwie Geräusche hört. Irgendwas, wo man sich denkt so, aha. Fehlt eine Seite? Achso, nee. Ah, okay. Das ist so ein Tagebuch, wo oben schon die Tage drin sind und man hat halt immer nur diese 2 Seiten. Ich dachte gerade, es fehlt irgendwie eine Seite. Oh, so Paul's work with Marcella was to follow her around like a private investigator, to help her with research for her novel. Dear Paul, I'm sorry to hear you're in such a dire situation. You seem to possess a lot of useful skills, and it's a shame employers cannot see past your medical history. But don't despair. I've been writing novels for almost 8 years now. My publisher takes most of the sale revenue, but I was still able to collect a substantial sum of money over the years. I would like to use that money to hire you. I am getting tired of romance novels, and I am thinking of branching out into crime fiction. As a sort of research, I would like you to follow me around town and take notes of my comings and goings. I'm aware this is a very unusual job, but considering you were able to track me down, I believe you would make a great private detective. In addition to your salary, I will cover all work-related expenses, and you would, of course, be the first to read the manuscript once it's finished. Sincerely, M.
Ist aber, bin ich ehrlich, auch cool. So, sie weiß zwar, sie wird so gestalkt. Ich weiß aber nicht, ob die sich vorher gesehen haben. Und sie weiß, dass der Paul so aussieht, weißt du? So, also, natürlich wird es halt irgendwann auffällig, wenn sie immer von der gleichen Person überwacht wird. Aber, ist schon cool. Paul really got into his role. Dear Paul, I hope spying on me isn't proving too exhausting. You've really inspired me so far, and I already have tons of ideas. The trench coat you bought were a nice touch. You look straight out of a film noir. Okay, das heißt, sie weiß, wer Paul ist. I also noticed you started smoking. It's probably another way for you to get into character, but maybe that's pushing it a little too far. You know best, of course, but don't pick up drinking next. At this rate, I should be able to start writing the 2 or 3 weeks. Thank you again for your help. He followed Marcella to Montreal even though she was done with her research. Oh. Oh, why did you follow me to Montreal? I already told you I do not require your services anymore. I'm starting to worry you are taking your role a bit too seriously. You are not a real detective. You have to let go. Oh. I have to get the power back on. Ja. Achso, Clues. Ja, das sind jetzt wahrscheinlich so 30.000. Nein. Okay. Gut. Hello? Is anyone in? Ach, ich kann hier. Hello? I need help. Hello? Okay. Is anyone in? Ich habe doch einen Schlüssel. Warum darf ich nicht rein? Ah. Hab ich hier die Handtücher eigentlich gemacht? Sind das die... Nee, da nicht. Ich wollte sagen, sind das die Handtücher, die mir fehlen? Oh, das war gerade gruselig. Dieser Licht. Ich glaube, es ist aber einfach nur ein bisschen glitchy. Ach, das ist die Kirche. Ich dachte gerade, das ist eine Sirene oder so. It's too big. I guess I'll need something pointier. Ja, wie wär's mit der Ecke vom Geodreieck? I don't think there's anything here that would help me. Nimm die Ecke vom Geodreieck. Nein, halt nicht. Think, Sophie, think. What can you use to open the fuse box? Die Ecke vom Geodreieck. Nein, halt nicht. Ich dachte gerade, das ist ein Messer. Nimm die Ecke. Guck mal, das ist doch spitz. Das ist pointy. Nimm doch das. Hallo, ist hier was Spitzes drin? Kann ich das zumachen? Nee. Hier ist nichts Spitzes. Ah, hier der, maybe der Rasierer in 505. Sollte das vielleicht wieder, oh, nee, zumachen. Ist das pointy enough? Nee, ich kann den nur wegschmeißen.
Ja, was ist für dich denn pointy enough? Hier ist so eine Reißzwecke. Das ist pointy enough. Progress. Ich weiß nicht, welche Knöpfe ich gerade alle gleichzeitig gedrückt habe. Lockpick needed. Damn it. The fuse box is locked and I have to get it open. No calling Eugene for help now. What could I use to pry it open? There must be something in here on the 5th floor. We've got so much clutter around. I'm sure I'll find something if I just go looking. Ja, die Spitze vom Geodreieck, maybe. Sorry. Das ist pointy enough für dich. Ich weiß leider echt nicht, was sie haben. Ich will halt nichts. Nee, ich lasse das nochmal auf. Für mich so, ja, okay, ich war drinne. So, 5:06. Hast du was pointy ist? Ich bei dir eigentlich die Handtücher? Ja. Ich will diese blöden Handtücher loswerden. War da ein bitte nicht säubern Schild dran? Definitiv. Nein. Irgendwas pointy. Ist dir das pointy genug? I don't think I'll need this again. Denn halt nicht. Den Stift? Nee, okay. Die neue Handtücher bekommen? Ja! Wait. Nein, das kann nicht. Ich habe endlich diesen Ort gefunden, wo ich diese 2 scheiß Handtücher. Ach nee. Nevermind. Nevermind. Hat sie das Schild jetzt einfach eigentlich abgenommen? Naja, aber es kann ja warten. So, da war nichts pointy. Hier irgendwas pointy. Vielleicht in der Schmuckbox. Da wird doch sicherlich irgendwas pointy drin sein. Guck mal, die Ohrringe. Die sind pointy. Ah, close. Pointy, pointy, pointy. Pointy, pointy, pointy. Ist das pointy? Nee, das ist ein Stift. Guck mal, diese Klammern. Da ist Besteck. Da könnte man bestimmt irgendwas von benutzen. It's too big. I guess I'll need something pointier. Might need this to restore power. Oh. Okay. Switch. Ich will nicht. Ich habe gerade die böse Befürchtung, der Schraubenschlüssel, mit dem wahrscheinlich er ermordet wurde, aber ich will halt eigentlich nicht meine Fingerabdrücke da drauf haben. Oder ein Eispickel. Okay. This looks like something I can use to open the fuse box. Schön. Jetzt ist auf der Mordwaffe unsere Fingerabdrücke. Great. Naja. Das
Vielleicht können wir uns ja rausreden mit, ja, wir brauchten aber. Das musste sein, weil Licht. Achso, nee, Eispick. Ja. It's too big. I guess I'll need that worked, thank God. Now, to get the power back.